eine kleine Tasche als Osternest. Und das Besondere, ich zeige sie dir gefaltet oder geklebt und du kannst entscheiden, welche dir besser gefällt und welche du basteln möchtest. Und am Ende des Videos zeige ich dir garantiert noch, wie ich das kleine Häschen koloriert habe. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und es geht weiter in unserem Demo-Doppel. Ich hatte gefragt, was wollt ihr sehen? Hab euch verschiedene Ideen für Osterkörbchen und Osternester gezeigt und die Wahl fiel Tatsache auf diese Tasche. Also gibt es eine schnelle kleine Tasche als Osterkörbchen. Und das Ganze in unserem Demo-Doppel. Annalena und ich zeigen dir Ideen mit einer Produktreihe. Aktuell ist es die Produktreihe Wetterfest von Stampin' Up! Wir haben letzte Woche schon mal eine Karte und ein Körbchen gezeigt. Bei mir gab es diese Akkordeonkarte mit viel Platz für Bilder oder für Text oder für kleine Bilder oder für Fotos. Dann habe ich im Laufe der Woche unabhängig vom Demo-Doppel mit diesem Produktpaket Wetterfest noch diese Wechselkarte oder Drehkarte gezeigt. Das hast du vielleicht auch irgendwo gesehen, wurde auch gezeigt von mir. Wenn du da eine Anleitung möchtest, verlink das gerne, schreib mir gerne eine Nachricht, dann zeige ich das auch. Okay, gar nicht lange quatschen, oder doch, es ist Sonntag, wir haben Zeit. Okay, eine Tasche, gefaltet oder geklebt, habe ich gesagt. Also Origami gibt es heute auch und damit fangen wir auch gleich an. Weil von der Sache her geht es schneller, aber es braucht ein bisschen mehr Papier. Ich falte das hier mal auseinander und lege das hin und sage dir auch gleich die Maße. Für dieses Element habe ich ein Stück, also für die Tasche gefaltet, ein Stück Designerpapier genommen in 27 x 20 cm. Gute Größe, kleiner Nachteil ist, das siehst du dann, wenn ich dir die geklebte Tasche zeige, du kannst aus einem Designerpapier in 30,5 x 30,5 cm eben nur eine Tasche bauen. Oder du machst das Ganze kleiner. Das ist natürlich kein Thema. Ganz einfache Sache. Jedes Stück Papier, welches du jetzt verwendest, in ähnlicher Form. Das hier, kannst du dir vorstellen, ist fast ein A4-Blatt, könntest du also genauso benutzen. Wird reihum mit dem gleichen Maß gefalzt. Und in dem Fall, ich habe 27 x 20 cm, habe ich es reihum bei 8 cm gefalzt. Und dann bleibt hier in der Mitte ein Steg übrig von 4 cm. Und der geht komplett einmal durch. Und den finden wir dann gleich an der Seite wieder. So. Und dieses Feld ist ja auch 8 cm in der Höhe, also passt das auch. Okay, und dann nehme ich mir mein Papier, habe hier dieses Quadrat. Und das ging wirklich ganz einfach. Du könntest dir jetzt hier eine Falzlinie diagonal anzeichnen oder du legst es einfach aufeinander und ziehst diese Spitze hier rüber in die Mitte und falzt diese Kante genau mittig hier auf diese Senkrechte. Okay, dann hättest du es auch gefaltet. Oder du legst an allen Ecken einmal das Lineal an, nimmst das Falzbein und ziehst dir eine Linie diagonal von der Kreuzung hier zur Spitze. Und dann hast du diese Ecke auch. Also wieder keine Zauberei, aber ganz schnell gefaltet. Und das machen wir jetzt, also diagonal hier rüber. Ich falte das trotzdem nochmal an jeder Ecke, aber eben nur dieses Quadrat diagonal falzen, hier genau drauf. Dann falte ich das wieder auf, drehe das Ganze um, lege diese Linie in die Mitte, nehme die Spitze, ziehe sie hier rüber und schaue, dass ich diese Linie hier direkt drauf falze. Vierte Ecke auch und du siehst schon, hier hat sich schon das kleine Häschen verklemmt. Das macht sich jetzt natürlich schlecht, also werde ich es einmal diagonal hier einfach falten. So. Gut, und dann wird einfach alles zusammengesetzt. Und da kannst du jetzt als nächstes schon wieder wählen. Wie machst du das am besten? Du hast verschiedene Möglichkeiten. Du könntest natürlich klammern, du könntest kleben. Du könntest auch tackern und ich tue hier mal tackern. Damit ihr das schon mal ganz leicht gezeigt habe, tackere ich hier einfach oben mein Element. Überlappend in die gleiche Richtung, wie du magst. Und dann dekorierst du weiter. Das ist soweit fertig. Hier oben würde ich es natürlich in den Ecken auch festmachen. Und wie mache ich das? Indem ich meine Henkel anbringe.
Wie ich die Henkel gebastelt habe, zeige ich gleich, aber ich bringe diese schon mal an. Also entweder setze ich die hier außen drauf, könnte ich natürlich noch wunderschön verzieren, aber ich setze das einfach mal hier drauf und gucke, ob ich das auch tackern kann. Genau, erste Seite, zweite Seite, genau an meine Kante. Mein Körbchen bekommt dadurch Stabilität. Gucken, dass es im Muster halbwegs stimmt. Erster Henkel sitzt und der zweite Henkel gibt es zu. Das sieht so ein bisschen aus wie Modedesigner-Knautsch-Optik. Kannst du natürlich alles ganz anders machen. Könntest jetzt auch verzieren ohne Ende. Also Möglichkeiten wie immer ohne Ende. So, schon ist das fertig. Jetzt fragst du dich, wie die Henkel gehen. Das zeige ich dir bei der zweiten Tasche. Ja, hier könnte man noch einen Ostergruß draufsetzen. Vielleicht hier oben hin. Oder, tja, überlegen wir einfach. Oder wir machen einen Tag, den wir ranhängen. Geht natürlich auch. Was hast du für Stempel für Ostern? Es gibt ja das tolle Set im Mini-Katalog mit dem Hasen. Ich weiß nicht, ob es aktuell lieferbar ist. Wenn nicht, dann schau, was man sonst noch hat für Ostergrüße. Und im Ernstfall, wenn du nichts Aktuelles findest, schau mal in deinem Bastelregal. Ich habe da vorhin auch noch einen Stempel gefunden, den habe ich noch nie benutzt. Ja, können wir hier oben ranbinden. Entscheiden wir zum Schluss, weil das Ganze soll ja dann ein schönes Bild auf dem Arbeitstisch geben. So, das war das Körbchen gefaltet. Oder die Tasche gefaltet. Ganz schnell, wie gesagt, kannst du in verschiedenen Größen nacharbeiten. Wenn ich jetzt das Ganze klebe, so wie dieses Teil hier, ich habe hier die Klammern drin, die Spreizklammern, dann brauche ich weniger Material, ist auch eine schöne Sache. Und kriege aus einem A4, aus einem großen Designerpapier 12 x 12 Inch oder 30,5 x 30,5 cm, bekomme ich 2 Körbchen raus. Und die habe ich mir hier auch mal so ein bisschen designermäßig, mustermäßig zugeschnitten. Dieses hier lege ich in dem Karierten an und falte oben einfach eine breite Kante runter. Und bei diesem hier habe ich mir überlegt, falte ich keine Kante nach unten. Hier habe ich auch eine Kante gefaltet, um dir diese Unterschiede zu zeigen. Je nachdem, ob du eine Kante haben möchtest, die du nach unten faltest, ist dein Papier jetzt ohne Kante oben, also ohne Faltung, 12 x 30,5 cm. Du lässt also die komplette Breite auf 30,5, die brauchst du unbedingt. Wir müssen sowieso ein bisschen friemeln beim Kleben. Hier, bei dem mit der Kante, habe ich oben 2 cm gesetzt, die ich umfalte, also sind das 14 x 30,5. Ich nehme jetzt das 12 x 30,5 und meinen Papierschneider und lege als allererstes die queren Linien an, also die lange Seite ein und lege an bei 11 cm, Falzlinie bei 15, bei 26 und bei 30. Und du ahnst es schon, es wäre eine ganz knappe Falzfläche, aber die reicht, das schaffen wir. Und dann lege ich es quer ein und brauche 4 cm für die Höhe, setze ich hier unten drauf. Schau dir das bei deinem Papier, was du verwendest, genau an, dass das wirklich die schönsten Elemente noch sichtbar sind. Ich falte jetzt hier unten die Linie nach innen und alle anderen der Reihe nach quer rüber in eine Richtung, so dass mein Motiv außen ist. Ja. Ein Feld schneiden wir schon mal ab, das ist hier unten diese kleine Ecke. Ein Klebefalz, der ja 0,5 cm ist. Und das heißt, selbst Angela muss jetzt gleich mit Flüssigklebern arbeiten und hat sich keine Schüssel mit Wasser zum Händewaschen hingestellt. Bin gespannt. Ich schneide jetzt hier unten die 4 cm Querlinie, schneide ich alle Linien senkrecht einmal ein. So, und dann habe ich dieses kleine Stück als Klebelinie hier, das ich umgefaltet habe. Und das werde ich hier oben dann gleich draufkleben. Also nehme ich meinen Flüssigkleber. Da es 5 mm nur ist, ziehe ich hier eine knappe Kante. Und wenn die mir nicht knapp genug ist, dann nehme ich einen von meinen 1000 Schnipseln hier und ziehe mir ein klein wenig Kleber wieder runter. Weil, tja, man weiß, Angela kriegt das immer nicht so hin mit dem knappen Positionieren. Und dann lege ich die Elemente genau aufeinander, streiche das hier glatt
habe Tatsache so wenig wie möglich Berührung mit dem Klebstoff gehabt. Streiche jetzt nochmal in die andere Richtung und schon steht mein Kästchen. Wunderbar. Ja, merkst schon, es klebt, ne? So, und jetzt klebe ich nun, bin ich einmal beim Flüssigkleber, klebe ich das hier unten genauso. Hier nehme ich den Rest, verstreiche ich schon mal, schmeiße das Bändchen weg und klebe die Tasche unten zu. Und da schaue ich mir, wo meine Naht hinten sitzt. Finde ich natürlich nicht so schön, wie ich geklebt habe. Finde ich Tatsache meine Naht nicht. Hier sitzt sie. Also das hintere kommt zuerst drauf, damit ich vorne eine schöne, komplette Kante habe. Finde ich einfach schöner. So. Zweites Teil drauf. Schaue, dass das gut bündig wird. Alles drehe es um und nehme jetzt mein Falzbein und streiche innen alles schön glatt. Schön andrücken, die Innenbeinchen nochmal. Wunderbar. So, das Täschchen ist soweit fertig. Genauso würde ich das hier machen, nur die Kante umklappen und genauso zusammenkleben wie eben dieses Element. Und jetzt kommen wir zu den Henkeln. 1000 Möglichkeiten oder vielleicht nicht ganz so viele. Du könntest als erstes hier Band ansetzen. Das ist schon mal eine nette Sache. Ja, was könntest du noch machen? Ja, wird dir sicher was einfallen. Oder du nimmst meine Idee, die ich jetzt mal hatte und ausprobiert habe. Hier bei dem ja auch schon gemacht und auch vor ein paar Jahren im Workshop haben wir das schon mal gemacht. Wir designen uns jetzt hier unsere Henkel. Ich nehme mein A4-Blatt, in dem Fall nehme ich das Mangogelb, das kommt da auch drin vor. Lege es hier in den Papierschneider ein und ziehe zuallererst bei 1 cm eine Falzlinie, schiebe es weiter rüber, ziehe bei 3 cm eine Falzlinie. Dann schiebe ich es wieder zurück, gehe auf 2 cm und schneide mir den ersten Henkel ab. Hier ist er schon. Und gehe dann nochmal auf 2 cm und schneide den zweiten Henkel ab. Lässt sich für mich so einfach gut arbeiten, weil es fasst sich gut an, als wenn ich nur diesen gleich auf die 2 cm und dann mittig teile. Ne? Das ist einfach nur so ein Ablaufding. Jetzt habe ich mir überlegt, du kannst das ganz anders machen. Ich lege das hier bei 3 cm mal ein und das mache ich auf der anderen Seite auch. Komm mal rum. 3 cm. Da Verschiedenes ausprobiert. Ich habe es auch bei 3 und 2 cm angelegt. Dann ist der Henkel halt ein bisschen gemustert. Man kann ihn auch so machen, dass man diese Bindung hier innen reinsteckt, bei diesem zum Beispiel. Und auch bei der Tasche geht das natürlich. 3 cm. So. Jetzt falte ich den erstmal in der Mitte längs. Machen wir gleich beide Teile, da können wir mal schön wiederholen. Und dann falte ich auch eine Runde quer. Nach innen oder nach außen, wie du magst. Und wie gesagt, da geht jetzt alles. Dann falte ich ihn nochmal zusammen und könnte, wenn ich den 1 cm hier noch hätte, also die Abstand von 1 cm, dann wäre die andere Linie bei 2 cm, dann würde ich es einzeln falten. So nehme ich es zusammen und falte es einfach hier mal so diagonal. Mache ich auf der anderen Seite auch. Hier ist meine Falzung und einmal diagonal gefaltet. Genau. Die geschlossene Seite ist dabei oben. Das wäre noch wichtig zu sagen. Genau. Dann falte ich wieder auf und dann kann ich das hier so gegenkippen. Ja, so, dass das so nach außen kippt. Moment, sie kippt es jetzt gegen. So, jetzt hat sie es so gegengekippt. Und das macht sie hier drüben genauso. So. Hier also auch von der Spitze, also von der geschlossenen Seite nach unten diagonal. Links und rechts. Kannst du also ganz anders machen, anzeichnen, wie auch immer. Und jetzt machen wir hier wieder unser Element und kippen das so gegen. So. Und dann habe ich gemerkt, es geht leichter, wenn ich es klebe. Zumindest bei mir, vielleicht ist es bei dir anders. Ich gehe jetzt genau auf die Fläche zwischen diesen Rand 3 cm abgeteilt und ziehe mir mein doppelseitiges drauf und klebe das Ganze zusammen. Hier hat ein Stück gefehlt. Da fehlt die Klebeband. Was ist da passiert? Also setze ich hier nochmal nach. Jo, ich bin ja schon gespannt, was Annalena heute zeigt im Demo-Doppel. Ich verrate natürlich nichts. Im Anschluss hier
Bleib am besten gleich dran und klicke dann auf das Feld, wo Annalenas Video verlinkt ist. Oder geh in meine Beschreibung, da habe ich dann auch nochmal die Playlist mit allen Anleitungen verlinkt. Denn Annalenas Idee lohnt sich in jedem Fall auch anzuschauen. So, das falten wir aufeinander. Unbedingt, also wirklich unbedingt. Und deswegen heißt das, ich muss hier nach 30 Minuten auch fertig sein. Also sollte ich nachher den Hasen noch nicht koloriert haben, dann weißt du warum ich noch nicht fertig bin. So, aber bis bei Annalena schon weitergeht. Jetzt ziehe ich das ganz dezent und nicht in einem großen Ratsch über mein Falzbein. So erstmal, man muss erstmal ein bisschen dran gewöhnen, was wir tun, dass da nichts schief geht und nicht was reißt oder bricht. In dem Fall dehnen wir ja die Faser so aus, dass sie rund wird. Und wenn wir das falsch machen, dann bricht die Faser und gibt so unschöne Kanten. So, wenn wir das haben, haben wir zwei echt schöne Bügel. Jetzt wäre der Designer in dir gefragt. Jetzt kannst du überlegen, ob du das unten spitz haben möchtest. Machen wir jetzt mal, ne? Wir machen das mal. Ich schneide das jetzt mal hier so auf 1 cm spitz. Die andere Seite auch. Da variieren geht ja immer und das lege ich mir jetzt immer als Schablone genau an. Und genau auf 1 cm spitz. So, mal sehen, was es im Finale beim Demo-Doppel gibt. Wir wollen ja noch nichts verraten. Wir wissen es auch noch nicht so genau, aber wir haben Pläne. So ist nicht. So, jetzt ja, kann man machen, ne? So, hier habe ich mit, solltest du besser messen als ich und vielleicht weiße Klammern in dem Fall nehmen, mit diesen tollen Spreizklammern gearbeitet. Das habe ich letztens bei Annalena gesehen, dachte, Mensch, die habe ich ja auch noch. Da ist ja noch so viel übrig. Die nehme ich einfach. Also das habe ich hier oben gemacht. Ja, ist grundsätzlich auch mal schicki. Hier unten überlege ich jetzt, ob ich Spreizklammern nehme oder ob ich das einfach hier tacker, ne? Antacker oder anklebe. Was würdest du sagen? Also es ist jedenfalls ein schönes Element geworden. Ich glaube, kleben wäre Flüssigkleber. Ach, kein Stress. Ich klebe trotzdem, weil ich hätte hier noch die kleinen Blümchen. Mal gucken, die würde ich eventuell noch zum Verzieren nehmen, aber wir wollen es ja auch nicht wieder überladen. Doch, ich klebe. Entschieden, ich klebe. Wie viel Zeit habe ich? Ja, es wird schon werden. Ein bisschen hier mit Kleber arbeiten. So, das eine hängt noch in der Luft und das andere klebe ich hier genau schön mit meiner tollen Kante an. Bleibt es sitzen? Jetzt müssen wir gucken, dass es sich nicht verschiebt. Ne? Ich schiebe es nach rechts. So. Das hat schon so ein bisschen was von Taschendesigner, oder? Auch ein Stift, Quatsch, ein Lappen, du weißt warum. Wegen dem Klebstoff, genau. So. Der ist schon mal schicki dran. Wunderbar. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Notfalls zeichne dir das an, wenn du das noch exakter haben möchtest als Angela, was ich verstehen würde. So, es ist ein bisschen klöppelig. So, warte mal, gucken wir. Ich bin, glaube ich, bei 1,5 cm. Ziehe das hier rüber, klebe die eine Seite. Ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite ging es besser, aber egal. Ups, ja genau, auf der anderen Seite ging es besser. Jetzt besser, jetzt besser. So, warte. So. Nummer 1 und jetzt hier drüben Nummer 2. Und da halte ich da wieder fest und dort fest. Und das ist so schicki. Jo, siehst, gebogene Henkel oben. Und warum mal nicht zu Ostern eine Tasche? Ja, hatte ich ja gefragt, Umfrage, und es hat sich ziemlich klar herauskristallisiert, die Tasche hat gewonnen. Wenn ihr noch was anderes sehen wollt von dem, was ich da gezeigt habe, schreibt mir das gerne. Das ist erstmal meine Ostertasche. Und dann können wir verzieren. Hier habe ich gearbeitet mit den Anhängern nach Maß und einem Häschen. Ich habe noch eins, also nehme ich eins, und hier kann ich auch wirklich schön gut gestalten. Wenn das zu groß ist, dann es ist eigentlich nicht zu groß, oder? Was würdest du sagen? Frohe Ostern unten hin. Das Häschen hopst vielleicht über Frohe Ostern. Das gefällt mir sehr gut. Irgendwo sind meine Klebepunkte. Ist das richtig? Ja, Rückseite. Setze ich schon mal da drauf, mittig auf die schönere Seite. Du erinnerst dich, auf die, wo ich nicht die Kanten von hinten sehe.
Ja, das ist die richtige. Mittig. So, sehr schön wird das. Dann frohe Ostern. Aus dem anderen Hasenset, weil hier können wir jetzt mal nicht mit lauter Regen und so arbeiten. Beides natürlich auch immer schön ist, ne? Komm, lass uns im Regen tanzen. Kann man ja auch zu Ostern machen. Man weiß ja nie, ob es Regen oder Schnee gibt. Genau. Oder Sonnenschein wäre jetzt auch eine Variante mal so zu Ostern. So. So, andrücken. Frohe Ostern. Das heißt, ich brauche keinen Tag und lasse hier oben mein Häschen hüpfen. Das Häschen springt vor Freude über den Frühling mit Blumen und Sonnenschein. Springt es hier oben lang. Und wenn ich wollte, könnte ich die Landschaft noch mehr ausgestalten, aber dann kämen ja die Blumen vom Hintergrund gar nicht zur Geltung. Also lassen wir das so. So finde ich das schicki. Ja, das ist das andere. Jetzt hätten wir hier die kleinen Blüten noch. Ich will es zumindest mal versuchen. Ich nehme mir mal die, ich habe es noch gar nicht offen gehabt, gucke ich mir mal in Ruhe an. Ich setze da oben. Das könnte jetzt auch spillrig sein. Ja, also das fällt wieder in die Kategorie, entweder das passt oder nicht. Angela testet und du entscheidest dann, mache ich oder lasse ich. Also ich setze erstmal da eins hin, um es mal zu testen. Ich nehme es hier mit meiner Pinksy raus. Uiuiui. So, wenn ich das auf den Klebepunkt setze, Empfehlung, mach den Klebepunkt vorher etwas kleiner. Jetzt muss ich ihn hinterher etwas kleiner machen, das ist ein bisschen bescheuert. So, aber das Blümchen sitzt. Ich halte es mal hoch, klitzeklein, aber fein. Das sieht eigentlich ganz schicki aus. Also setzen wir gleich noch eins, nehmen uns noch mal einen Klebepunkt. Haben wir auch einen an der Pinzette kleben, ist auch schön. Das Bändchen ist alle. Hier geht es weiter. Wo ist er? Da ist er. Zusammenmümmeln. Mümmel ist auch hasetechnisch so schön, ne? Und den setzen wir jetzt mal da oben hin. Gucken mal, ob dort das Blümchen. Ne, da oben will ich wirklich weiße haben. Das ist ja hier ein Spillikram, du, warte. Jetzt hat das Klebepünktchen hat sich verlaufen. Ja, wenn du dich hier weiter so sträubst, dann kann ich nicht zeigen, wie ich den Hasen koloriere. Was hat man dann halt? So, hier drüben kommt noch eins hin. Nochmal ein weißes. Ja, schicki, schicki. Die sind auch unterschiedlich groß. Guck mal, jetzt habe ich natürlich ein kleines und ein großes. Eventuell ändere ich das nachher nochmal. Und ich setze auch noch ein gelbes hin. Das könnte hier unten echt super auf das weiße Schild passen. Also kleine und große, dicke und dünne. Da oben tauschen wir gleich nochmal aus und ziehen ein großes drauf. Aber sehr nett, ne? Also wirklich sehr nett, das Zeug. Total witzig, diese kleinen Teile. Ja, jetzt haben wir es. Schau mal. Ist das nicht schicki? Genau, und jetzt hätten wir hier noch eine weiße. Ich will aber noch eine gelbe setzen. Oder? Was will ich eigentlich? Die klebe ich noch mal etwas fester. So. Das dekoriere ich nachher aus, weil ich will dir ja auch noch zeigen, wie ich das mit dem Häschen mache. Okay, ich habe eigentlich schon ganz schön viel gezeigt, ne? Aber es gibt ja immer noch einen oben drauf gesetzt. Und wir haben jetzt noch 5 Minuten, bevor es bei Annalena weitergeht. Und da schaue ich mal, ob ich alles zum Kolorieren da habe. So, Stempelset, wetterfest. Den Hasen stempel ich mit Memento. Ein Häschen und falls er mir nicht reicht, ein zweites Häschen. Der Hase hat übrigens, wenn er gestempelt ist, unten eine Pfütze dran. Deswegen kann man so schön mit den Regentropfen und allem arbeiten. Dann nehme ich in jedem Fall den Farbaufheller. Dann für die Brauntöne habe ich mir aus diesen Serien von den Hautfarben hell, mittel und dunkel, also Hauttöne, glaube ich, genau, Naturtöne, habe ich jetzt die 400 und die 600 genommen, muss ein bisschen ausprobieren. Ich bin ja derjenige, der immer mit dem Dunkleren anfängt. Ich setze so ein paar Konturen an den Ohren oben und am Kragen. Sag mir dann immer an den Füßen, da ist die Haut nicht so sehr gedehnt wie zum Beispiel am dicken Bauch und an den Händen auch nicht. Da bin ich dunkler unterwegs. Und dann gehe ich mit dem helleren
daneben die nächste Linie so reinsetzen. Und da, wo ich denke, jetzt gibt es noch mehr Farbe. An den Beinen werde ich nicht so viel mit Farbaufheller arbeiten, dafür im Gesicht, also im Hasenkopf umso mehr. Hasenkopf. So, ich habe jetzt also nur Kanten gesetzt und nehme jetzt den Farbaufheller großflächig und gehe hier rein und vermale das. Und zwar erstmal die Kante vom Hellen zum Dunkel. Gehe dann durch den ganzen Körper und schaue, ob mir das schon reicht oder ob ich noch mehr brauche. Das Schöne bei den Alkoholmarkern ist, solange man das Papier nicht ganz aufweicht, kann man immer wunderbar weiter vermalen. Also es wäre schon mal das Häschen recht hell. Ich könnte es aber noch mal dunkler setzen und gehe jetzt hier noch mal rein. Nehme noch etwas mehr Farbe ins Objekt und mache das Ganze einfach fast noch mal genauso. Kann immer sehr gut mit dem helleren Farbton den dunkleren auch übermalen, so ähnlich wie ich das ja dann auch mit meinem Farbaufheller mache, dass ich das miteinander vermale. So, wenn ich das intensiv mache, wie gesagt, dann geht das großflächig oder ich nehme die dünne Spitze und vermale da die Farbtöne ineinander. So, wenn ich das Ganze aber, ich mache das einfach nochmal eine Schicht weiter, nehme ich jetzt den dicken und gehe hier komplett den Hasen kolorieren, also noch mehr Farbe. Ich will dir einfach zeigen, wie viele Möglichkeiten du hast mit den Blends, mit den Alkoholmarkern. Es gibt also das dunklere Häschen und auch hier kann ich mit dem Farbaufheller wieder hellere Flächen schaffen und das Ganze ineinander vermalen. Ja, was kriege ich da für einen Kittel? Da wähle ich dann immer erst aus, wenn ich weiß, was ich für ein Designerpapier nehme. Und auch da male ich in dem Fall weniger. Also einmal dunkel und dann gehe ich nochmal auf was ganz Helles und vermale das wieder mit meinem Alkoholmarker. Ja, fertig ist das mit dem Häschen kolorieren. Mehr ist da nicht. Man denkt ja immer, es wäre Zauberei, aber es ist gar nicht. Ja, okay, das war jetzt mein Element und meine Idee zu dem Demo-Doppel zweiter Teil. Dritter Teil werden wir mal sehen. Ich bin gespannt. Mich würde sehr interessieren, welche der beiden Taschen du jetzt besser findest, die gefaltete oder die geklebte. Was magst du da mehr? Ich lege hier mal so ein bisschen schon mein Schlussbild zurecht. Ich habe noch 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, weil bei Annalena geht es gleich los. Verlinken werde ich dir alle Anleitungen hier. Wenn du noch mehr Osterkörbchen sehen möchtest, schreib mir das gerne. Oder was du überhaupt sehen möchtest oder was dich interessiert oder welche Technik du mal sehen möchtest. Einfach her mit deinen Ideen und wir schauen, wie wir das unterbringen. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Schau in die Beschreibung. Ich habe auch die Materialien für das Körbchen, für die Tasche, was wir als Osterkörbchen nehmen, verlinkt. Und ansonsten bleib dran und schau unbedingt bei Annalena rein, denn da geht es jetzt sofort weiter. Ich freue mich, wenn ich dich im nächsten Video sehe. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.